Heute gibt es regionale Hausmannskost mit einem ganz leckeren hessischen Schmandschnitzel. Die Zubereitung von diesem Gericht ist wirklich sehr, sehr einfach und es schmeckt einfach fantastisch. Also wer Zwiebeln, Speck und Schmand mag, der wird von diesem Rezept profitieren. Als Beilage passen dazu wunderbar Bratkartoffeln, Kroketten oder auch Pommes und ein schöner grüner Salat. Und hier auch schon die Zutatenliste. Es ist alles unten in der Beschreibung nochmal hinterlegt. Bei diesem Rezept werden entweder Schweine- oder Kalbsschnitzel verwendet. Ihr könnt die Schnitzel so zubereiten, wie ihr das sonst auch zu Hause macht. Ich habe hier einfach Scheiben vom Schweinerücken genommen, schön geklopft, mit Zitronensaft etwas beträufelt und mit Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß schön gewürzt. Die Schnitzel werden dann einfach schön paniert, zuerst in Mehl, dann in dem verquirlten Ei und anschließend im Paniermehl wälzen. Für die Soße brauchst du dann 150 Gramm gewürfelten Speck, den habe ich bereits schon fertig gekauft. Und jetzt erhitze ich eine Pfanne bei 3/4 Temperatur mit einem ganz kleinen Stück Butter und dann wird der Speck erst mal schön braun und knusprig angebraten. In der Zwischenzeit kümmere ich mich dann um die Zwiebeln. Das sind ungefähr 4 kleine Zwiebeln, die schäle ich und würfele ich. Und anschließend die Zwiebeln noch mal schön fein hacken. In der Zwischenzeit sollte der Speck jetzt schön gebräunt und knusprig sein. Jetzt kommen einfach die Zwiebeln dazu und werden für ein paar Minuten noch mal mit angebraten. Und in der Zwischenzeit kümmere ich mich dann um die Kräuter. Ich verwende heute Petersilie und Lauchzwiebeln, jeweils eine Handvoll und das hacke ich schön fein. Ihr könnt auch für die Schmandsoße andere Kräuter noch nehmen, wie zum Beispiel Kerbel, Estragon, Schnittlauch oder Dill. Und dann, wenn die Kräuter gehackt sind, einfach zu den Speck und Zwiebeln geben, den Herd ausschalten, alles kurz untermengen und dann kommen auch schon die 2 Becher Schmand dazu. Den Schmand jetzt einfach gut und gründlich unterrühren. Er sollte auf keinen Fall noch mal aufkochen, sondern die Schmandsoße wird einfach nur ganz kurz erwärmt, danach noch mal abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und 1 bis 2 Teelöffel mittelscharfen Senf und dann einfach warm gehalten. In einer Pfanne bei 3/4 Temperatur habe ich jetzt Butterschmalz erhitzt und wenn das Öl heiß genug ist, fange ich dann an, meine Schnitzel anzubraten. Ich verwende beim Schnitzelbraten immer mehr Fett, weil im Grunde genommen die Schnitzel ausgebacken werden. Und ich gehe auch mit der Gabel in das Fleisch hinein und schwenke es ein bisschen im Öl. Dadurch bekommt die Panade ein bisschen Luft und wird dadurch auch knuspriger. Die Schnitzel zum Warmhalten einfach im vorgeheizten Backofen bei 70 Grad auf ein Gitter legen und die Backofentür etwas geöffnet halten. Und dann kann auch alles schon angerichtet werden. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Rezept und noch einen wundervollen Tag.